Willkommen zu unserem zweiten Video über PSSD. In diesem Video werden wir erklären, welche Symptome bei PSSD auftreten können, und anhand der vorliegenden Daten aus Untersuchungen mit Betroffenen beschreiben, wie häufig die einzelnen Symptome auftreten. Dazu schauen wir uns Daten aus 4 Untersuchungen an. Ben-Sheetrit et al. Erfassten über eine Online-Befragung Daten von 143 Männern und 40 Frauen. Healy et al. Erfassten über ihre Webseite Daten von 170 Männern und 49 Frauen. Patacchini et al. Ermittelten über eine Online-Befragung Daten von 115 Männern und 20 Frauen. Wareich et al. Werteten Patientendaten von 43 Männern aus. Die Ein- und Ausschlusskriterien waren unterschiedlich streng. Welche Symptome können grundsätzlich auftreten? Es treten immer Symptome auf, die das sexuelle Verlangen, die Erregung sowie den Orgasmus betreffen können. Bei einem Teil der Betroffenen treten zudem nicht sexuelle Symptome auf, die in der Regel die emotionale Wahrnehmung betreffen. Welche Symptome sind am häufigsten? Für Männer gilt, das häufigste Symptom sind Erektionsstörungen. In den Untersuchungen von Healy et al., Patacchini et al. Und Wareich et al. Werden Prävalenzen, also Häufigkeiten von 82 bis 93% angegeben. Damit treten Erektionsstörungen bei von PSSD betroffenen Männern etwa doppelt so häufig auf wie bei Männern, die keine Medikamente einnehmen und unter Depressionen leiden. Abgesehen von Erektionsstörungen ist ein stark reduziertes sexuelles Verlangen das häufigste Symptom. Im Vergleich zu medikamentenfreien depressiven Patienten tritt dieses Symptom bei PSSD fast doppelt so häufig auf. Depressive Frauen leiden häufiger als depressive Männer unter reduziertem sexuellem Verlangen, trotzdem ist die Prävalenz bei PSSD deutlich höher. Das auffälligste Symptom und gleichzeitig ein zwingendes Diagnosekriterium für PSSD ist genitale Taubheit. Dieses Symptom ist kein Symptom einer Depression und wird daher in Studien zu sexuellen Funktionsstörungen bei Depressionen nicht genannt. Auch die gängigen Diagnoseinstrumente für sexuelle Funktionsstörungen fragen dieses Symptom nicht ab. In den Beipackzetteln von Antidepressiva wird genitale Taubheit hingegen oft als Nebenwirkung genannt. Bei PSSD gehört es zu den häufigsten Symptomen. Ein weiteres ungewöhnliches Symptom ist der gefühllose Orgasmus, der nur durch Muskelkontraktionen spürbar ist oder deutlich weniger intensiv ist. Dieses Symptom tritt seltener als die anderen sexuellen Symptome auf. Bei Depressionen wird eher von der Zufriedenheit mit dem Orgasmus gesprochen. Der Begriff des gefühllosen Orgasmus ist bei Depressionen nicht gebräuchlich, vermutlich weil es eher um die subjektive Zufriedenheit als um einen tatsächlich gefühllosen Orgasmus geht. Es können weitere Symptome auftreten, die allerdings seltener als die bereits genannten sind. Wenn die Hauptsymptome, vor allem ein starker Libidoverlust und genitale Taubheit bzw. ein gefühlloser Orgasmus nicht auftreten, stattdessen nur eines der selteneren Symptome, dann sollte man dringend abklären, ob eine andere Ursache für das Symptom in Frage kommt. Insbesondere starke Schmerzen können eine neurologische Ursache haben. Welche nicht sexuellen Symptome sind typisch? Mit etwa gut 20% das häufigste nicht sexuelle Symptom ist emotionale Abstumpfung. Betroffene fühlen sich dauerhaft wie betäubt und empfinden keine Freude mehr. Oft können sie auch nicht mehr weinen. Sie sprechen dann manchmal davon, dass sie sich wie ein Zombie fühlen. Der Oxford Questionnaire on the Emotional Side Effects of Antidepressants beschreibt dieses Symptom sehr gut. Da PSSD noch nicht gut erforscht ist, ist es besonders schwer, genaue Aussagen zu seltenen Symptomen zu machen. Immer wieder werden schwerwiegende Konzentrations- und Schlafstörungen genannt. Zudem gibt es Berichte über Störungen der Sinneswahrnehmung. Bisher liegen dazu jedoch keine genaueren Daten vor. Fassen wir zusammen: Es können sexuelle und nicht sexuelle Symptome auftreten. Die häufigsten sexuellen Symptome sind Erektionsstörungen, reduziertes sexuelles Verlangen, genitale Taubheit und ein gefühlloser Orgasmus. Genitale Taubheit ist kein Symptom von Depressionen.
Das häufigste nicht sexuelle Symptom ist emotionale Abgestumpftheit. An eine andere Diagnose als PSSD sollte man denken, wenn untypische Symptome im Vordergrund stehen.